Hallo zusammen. Heute soll es mal darum gehen, welche Reichweite ich erziele mit dem Shimano E8000. Hier am Azug-Typhler X montiert. Und ja, auf geht's. So, alles steht auf Null. Und jetzt kann es losgehen. Ja, ich habe mir das so überlegt, dass ich die Tour auf mehrere Etappen aufteile. Das hat einfach den Grund, zeitliche Gründe, weil ich rechne mit über 100 Kilometern, die fahre ich nicht am Stück. Und werde wahrscheinlich so, ja, das auf so 30 Kilometer Etappen aufteilen. Und zwar möglichst gut, bei guten Bedingungen, also keine Steigung oder wenig Steigungen. Geteerte Straße, wie hier zu sehen. Und ich fahre nachmittags bei warmem Wetter. Wir haben heute so 29 Grad. Heute ist es relativ leicht windig, aber gut, hört dazu. Und ich fahre jetzt hier an der Kinzig entlang. Der Akku, den ich hier verwende, hat 504 Wattstunden, ist voll aufgeladen. Hintergrund dieses Videos ist, dass immer mal wieder Fragen aufkommen über unseren Kanal, wie weit oder wie hoch jetzt eigentlich unsere Reichweite ist mit unseren Motoren. Und ja, das will ich jetzt einfach mal im Praxistest ausprobieren. Ich habe den Trip-Zähler, also diesen Tageszähler, auf Null gestellt, sodass man da sehen kann, wie viele Kilometer ich habe. Und schaue, dass ich eine Geschwindigkeit so um die 20 Stundenkilometer erreiche. Und zwar durchgängig, also es fällt mir ein bisschen schwer, weil ich fahre jetzt alleine. Und da fahre ich meistens schneller. Aber gut, jetzt im Moment habe ich so um die 19. Ja, da dürfte es einigermaßen energieschonend ablaufen. So, das sind meine Werte nach 13 Kilometern. Und oh, so geht es dann weiter. Ich hoffe, man kann das lesen. Ja, 12,2 Kilometer. Genau. Ja, und jetzt drehe ich mal wieder um. Ja, ansonsten von den Einstellungen noch ergänzend. Ich fahre ausschließlich im Eco-Modus und das eben auch durchgängig. Das heißt, ich fahre kein Boost, kein Trail und ich halte es auch nicht ab. Radtouren haben wir dieses Jahr ja nicht so viele gemacht, Corona-bedingt. Das hat uns doch arg ausgebremst. Wir planen im Grunde jetzt schon für das kommende Jahr. Da werden wir auch eine sehr lange Tour machen mit den voraussichtlich beiden Azugs. Ja, ich bin jetzt erst bei etwas über 20 Kilometern. Ich wollte eigentlich insgesamt auf mindestens 30 kommen. Das sind jetzt noch so etwa 5 Kilometer bis zu Hause. Ja, ist ein bisschen wenig. Müssen wir halt schauen, ob ich da noch einen Bogen irgendwie dazu mache. Ja, mal gucken.
Ja, ich war jetzt bei 27,5 Kilometern zu Hause und bin da einfach weitergefahren, weil das ist so ein bisschen wenig. Die Anstrengung bei dem Tempo ist gleich 0. Also jetzt fahre ich noch mal ein paar Kilometer weiter, mal schauen, wo mich der Weg hinführt. Ja, ich habe jetzt so weiter geplant, dass ich doch noch ein Stück fahre, und zwar nach Auenheim. Dort auf den Eurovelo 15, den Rheinradweg, den ich ein Stück rein abwärts fahre, allerdings auf dem offiziellen Part. Das ist eben eine befahrene Straße, von Autos befahrene Straße. Ich hoffe, es ist nicht so viel Verkehr. Die meisten fahren oben auf dem Damm, aber das will ich halt vermeiden, weil da ist halt geschottert. Ich will halt geteert fahren. Ja, das ist der aktuelle Stand. Moment, ich hoffe, du kannst lesen. Also aktueller Kilometerstand 33,6. Da zeigt mir jetzt noch 94 Kilometer an im Eco. Ja, das ist so in etwa das, was ich auch geplant hatte oder mir vorgestellt hatte. So, jetzt erreiche ich den Eurovelo 15 in 200 Metern. Ja, das ist also der Eurovelo 15, nicht so der Bringer. Hier links von mir ist der Rheindamm und da auf der anderen Rheinseite Straßburg. Ja, und jetzt fahre ich hier ein paar Kilometer. Ja, jetzt habe ich diese doch ziemlich stark befahrene Straße am Rhein entlang verlassen. Hier wird es jetzt wieder ruhiger. Es waren bestimmt 50 bis 100 Autos, die an mir vorbeigefahren sind auf, weiß nicht wie viele Kilometer, das waren 6, 7 Kilometer vielleicht. Und ja, aber kein Problem, alle mit völlig ausreichendem Abstand, also alles in Ordnung. Ja, allmählich wird es wirklich warm. Machen sich die knapp 30 Grad jetzt zu bemerkbar. Und ja, zu trinken habe ich auch nichts dabei. Habe mir gedacht, ich fahre nicht so weit. Naja, geht aber noch. Jetzt habe ich noch so 5 Kilometer, schätze ich. 5, ja 6 Kilometer die Richtung. Ja, ich habe jetzt noch etwa 500 Meter bis zu Hause in der Richtung. Und ja, jetzt gucken wir uns mal den aktuellen Stand an. Es ist 57,7 Kilometer. Ja, das sind jetzt die Restkilometer. Das heißt, ich habe 57 und hätte laut dieser Anzeige noch ja, über 100, also insgesamt gut 130. Und ja, liegt also im Plan von dem, was ich mir so vorgestellt habe. Wie gesagt, Ziel waren
120 Kilometer, also scheinbar wird es dann doch etwas mehr, aber muss mal abwarten. Ja, das wäre es jetzt mal für den ersten Tag. Dann geht es morgen wahrscheinlich nicht, übermorgen oder am Sonntag, also in 3 Tagen weiter. Okay, bis dann. So, das sind also die aktuellen Werte. Die verbleibende Kilometerzahl hat sich drastisch reduziert seit 3 Tagen. Interessant. Ja, das passt so. Ja, und das passt auch. Also es waren keine 500 Meter seit der letzten Ansage, sondern etwas mehr, aber okay. So, das ist jetzt also die zweite Runde. Heute werden wir etwas weniger fahren, es ist Sonntag, also 3 Tage nach dem Ende des ersten Teils. Und interessanterweise ist die Restkilometerleistung, die angezeigt wird, massiv gesunken. Ja, mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, es ist 9:30 morgens, also 9:30 Uhr und schon ziemlich warm. Heute soll es 36 Grad geben. Ja, Susanne ist dabei, genau, sieht man hinten, fährt hinterher und wir werden heute keine so große Runde machen. So um die knappe 30 Kilometer. Ja, schauen wir mal. Ja, die Strecke heute ist identisch mit der von vor 3 Tagen. Das heißt, wir fahren erstmal von Kehl bis Ortseingang Offenburg, drehen da wieder um und fahren dann hier bei Griesheim durch den Wald nach Hesselhorst und dann allerdings wieder zurück. Das heißt, wir kommen heute auf knapp 30 Kilometer. Ja, jetzt haben wir Offenburg erreicht und schauen wir uns mal den Zwischenstand an. Also 71,6 Kilometer. Und es bleiben noch 60. So, bis jetzt passt das alles mit der Kilometerleistung. Wir sind jetzt also umgedreht und fahren jetzt erstmal bis Griesheim, ja wieder auf demselben Weg zurück und fahren dann über Hesselhorst, also erstmal durch den Wald und dann über Hesselhorst zurück. Ja, wir haben jetzt gerade noch überlegt, ob wir eventuell doch noch eine größere Runde machen, werden wir aber nicht, weil Susanne muss arbeitsmäßig noch was fertig machen. Das heißt, sie wird heute bei 36 Grad am Sonntagnachmittag arbeiten. Ja, da fahren wir jetzt zurück, das heißt, wir werden heute knapp 30 Kilometer machen. Das sind mal so die Werte im Moment. Kam gerade ein Liegeradler entgegen, sieht man vielleicht im Hintergrund noch. Ja, man trifft auch immer mal wieder Leute, die auf Liegerädern unterwegs sind. Das passiert nicht oft, aber ja, doch immer mal wieder. So, jetzt nähern wir uns dem Ende der zweiten Etappe. Ich zeige gleich noch, wenn wir zu Hause sind, die aktuellen Werte hier auf dem Display an. Ja, da muss man schauen, wann ich weiterfahre.
So, das ist also der Endstand für den heutigen Tag. Ja, sieht doch gut aus. So, das ist also die dritte Etappe. Ich bin etwas früher losgefahren, weil es im Moment sehr warm wird und habe auch nicht so viel Zeit jetzt heute Vormittag, weil ich muss noch was arbeiten. Aber ja, mal schauen, wie weit ich komme. Ja, als Restkilometer wurden eben 33 Kilometer angezeigt beim Start. Ich rechne mit etwas über 50, mal gucken. Und weiß nicht, ob ich die jetzt heute runterradeln kann mit diesem Tempo. Aber ja, schauen wir mal. Ansonsten, Wetter ist im Moment sehr angenehm, es sind so 20 Grad. Und es ist praktisch windstill. Ja, war es vorhin jedenfalls. Okay. Ja, für die nächsten Tage ist mal ein bisschen Regen oder Gewitter angesagt bei uns. Ich hoffe, das tritt auch ein, weil wir brauchen ja dringend Wasser. So, hier ist mal der aktuelle Stand. Ich glaube, bei 87 bin ich gestartet. Ja, zeigt nach wie vor 36 Kilometer an. Mal schauen, ob das noch hochgeht. So, ich bin jetzt wieder kurz vor Offenburg. Schauen wir uns mal den aktuellen Stand an. Das sind 99,7 Kilometer. Und Restkilometer 37. So, okay, und mit den Werten geht es jetzt weiter. Ja, ich fahre jetzt erstmal wieder Richtung Illstedt, dort auf den Kinzigtal-Radweg, auf dem ich vorhin schon war. Fahre dann da ein Stück Richtung Kehl, solange die Straße geteert ist. Ja, da muss ich mal schauen, wie der Stand ist und fahre dann irgendwie wieder zurück, vielleicht nochmal Richtung Offenburg und dann wird irgendwann nochmal der Akku hier am Ende sein. So, ein kurzer Zwischenstand nach etwa 109 Kilometern. Ja, es werden also immer noch über 30 Kilometer angezeigt. Weiter geht's. Ja, es ist interessant. Ich muss auf die Kurve ein bisschen aufpassen. Es ist interessant, wie schwierig es eigentlich bei uns in der Gegend ist, mal ein längeres Stück geteert zu fahren, wenn man nicht auf Straßen ausweichen will. Ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen, weil ich normalerweise halt Feldwege und Waldwege und so weiter einfach fahre. Aber wenn man mal nur ungeschottert fahren will, ja, muss man schon schauen.
Jetzt habe ich 118 Kilometer und noch 27 übrig. Mal schauen, wie ich jetzt fahre. Ja, vielleicht über Hesselhorst noch mal. Ja, das gucke ich jetzt, fahre ich da mal etwas an einer stärker befahrenen Straße. Obwohl im Moment ist es gerade ruhig. Aber da gibt es einen Radweg, also kein Problem. Die Störche wollen ja offenbar überwintern. Ja, jetzt bin ich also bei knapp 123 Kilometern. Ja, die Kilometerleistung, wenn die sich so bestätigt, finde ich schon überraschend hoch. Mit weniger gerechnet oder habe mit weniger gerechnet. Und ja, man muss halt bedenken, diese haben wir keine langen Radtouren gemacht. Das heißt, ich bin nicht gerade im Training. Bin allerdings ab und zu Mountainbike gefahren. So, jetzt wird es allmählich warm. Wir haben jetzt Richtung 11 Uhr. Das ist der aktuelle Stand. So, sind jetzt also anscheinend noch 17 Kilometer. Ja, muss man schauen. Okay, bis später. So, das ist jetzt im Moment der Stand, 136 Kilometer. Und allmählich wird es richtig warm. So, weiter geht's. So, jetzt bin ich gerade zu Hause vorbeigefahren, habe jetzt noch wenige Kilometer. Also 7 werden noch angezeigt. Und die fahre ich jetzt noch runter. Ja. Und dann bin ich mal gespannt, was der Endstand sein wird. Ja, beim Schwarzwald bilden sich jetzt die ersten Gewitterwolken. Gestern hat es da schon mal ziemlich gewittert. So, das war's. Das System hat jetzt abgeschaltet. Der Endstand lautet 150,1 Kilometer. Also doch einiges mehr, als ich gedacht habe. Ja, also für die es nicht von Anfang an geschaut haben, sondern gleich mal aufs Endergebnis geguckt haben. Ziel war die Kilometerleistung mit dem Shimano E8000 und einem 504 Wattstunden Akku bei idealen Bedingungen. Also nur geteert, eben und warmes Wetter. Ich hoffe, das Video hat einige Erkenntnisse gebracht und hat euch gefallen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.